Eine Stunde Fahrt und schon bin ich in Bilbao. Das ist keine echte Brücke, sondern eher eine Fährenbrücke. Man sollte nicht immer auf den Wetterbericht vertrauen. Ich puste jetzt gleich ins Meer! In your face! Also irgendwie ist das hier ein komischer Parkplatz, wo ich bin. Gegen Abend tauchen hier immer mysteriös viele Autos auf und dann beschlagen ganz schnell die Scheiben. Das ist schon so ein bisschen wie Titanic. Scheibe beschlagen und schön so ein Handabdruck dran. Hi, ich bin Piet und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Ich bin langsam aber sicher auf dem Weg nach Deutschland und mache noch einen kurzen Halt in Bilbao. Eine Stunde Fahrt und schon bin ich in Bilbao, beziehungsweise Portugalete heißt der Ortsteil. Und ich spaziere jetzt mal Richtung Bilbao. 15 Minuten, den schönen freien Parkplatz gefunden. Sieht halbwegs sicher aus, aber man weiß nie. Wow, die Fahrt hierhin war mega. Also Spaniens Norden ist echt cool mit so vielen Bergen, sehr naturbelassen, viel Wald. Jo, kann sich sehen lassen. Mir ist übrigens eine Sache aufgefallen in Spanien immer wieder. Die Autos sind hier ganz schön malträtiert. Also die Stoßstangen werden auch so benutzt als Stoßstange. Und überall zerkratzt, rechts, links, an der Tür, auf dem Dach. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt. Und zum Teil gar nicht so alte Autos. Ja, ich glaube, die Spanier legen nicht so viel Wert drauf, so ein schönes, sauberes Auto zu haben. Also in Frankreich ist das ja auch so. Die sind auch nicht ganz so zimperlich mit ihrem Auto. Aber in Spanien ist es irgendwie noch mal schlimmer, finde ich. Ja, gut. Bilbao ist die Hauptstadt der Provinz Baskenland und hat ca. 350.000 Einwohner. Rund um Bilbao gibt es viel zu sehen und die Lebensqualität ist recht hoch, wenn man einen Job hat. Ich habe schon von der Brücke so ein bisschen gehört. Ein bisschen ungewöhnlich. Es ist keine echte Brücke, sondern eher eine Fährenbrücke oder so. Wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall werden da Autos und Leute mit rüber transportiert. Ich versuche jetzt mal den Fluss zu überqueren. Da mir die Fähre oder die Brücke oder was auch immer das ist, vor der Nase weggefahren ist, nehme ich hier so ein kleines Boot. Das lädt da gerade auf der anderen Seite ab. Für 40 Cent kommt man da rüber. Und das ist der offizielle Ablegepunkt. Ich habe ein bisschen suchen müssen, um den zu finden, weil das so ganz offiziell sieht es nicht aus. Es ist mehr so provisorisch irgendwie. Aber witzig. Die Bizkaia-Brücke ist eine Schwebefähre und als Weltkulturerbe von der UNESCO anerkannt. Sie ist die älteste Schwebefähre der Welt und noch heute in Betrieb. Sie verbindet die beiden Stadtteile Portugalete und Getxo. Ich habe mir Getxo genauer angeschaut, der etwas wohlhabendere und wohl auch schönere Teil ist. When things seem to be perfect, life is good and still you won't believe it. So langsam komme ich aus der Stadt raus. Es wird ruhiger und schöner. Ich bin jetzt schon bestimmt 4 Kilometer gelaufen oder so. Ja, Sturmfrisur hoch 3. Machst du nichts, ne? Ja, echt schön, das Baskenland. So ein paar Sachen probiert schon zu essen. So Kroketten mit Käse gefüllt. Mega lecker. Mal gucken, ob ich mich gleich hier noch weiter durchfutter. Up and down, down and up and down, it goes around, goes around. Up and down, down and up and down, it goes around, goes around. Up and down, down and up and down, it goes around, goes around. Up and down, down and up and down, it goes around, goes around. More and more you feel it, more you need it. The more you do, the more things
the same. Perhaps Jo, es war ein langer Tag, verdammt viel gelaufen. Es ist jetzt sehr spät, es ist schon 11:30 oder glaube ich sogar fast 12. Ich bin jetzt auf dem Rückweg und ich war mir gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt noch zurückkomme, weil ich wusste nicht, wie lange diese Brücke da oder diese fahrende Brücke da geht. Aber sie geht zum Glück bis 12 und danach auch noch alle 30 Minuten. Also alles safe. Und ich habe noch ein paar nette Leute kennengelernt, habe mich noch ein bisschen verquatscht. Und ja, so wird der Abend halt spät. Aber war ein schöner Tag. Ich versuche gleich nochmal spontan meinen Van umzuparken. So ein bisschen weg von der Stadt, mehr an die Küste, in die Natur. Damit ich morgen nicht so im Lärm aufwache. Nee. Guten Morgen. Es ist der nächste Morgen. Ich habe noch einen schönen Parkplatz direkt an der Küste gefunden. Wurde bisher noch nicht von der Polizei behelligt, obwohl die mich so ein bisschen schief angucken. Aber gesagt haben sie noch nichts. Ich zeige das mal kurz, wo ich stehe. Da, 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 da. Und es ist immer noch in der Nähe von Bilbao. Getxo, ein Ortsteil. Und heute regnet es gleich noch. Wohl ziemlich viel auch, laut Wetterbericht, in 2 Stunden. Ich dachte, die Zeit nutze ich noch, um hier ein bisschen rumzuwandern. Und dann verkrieche ich mich in den Van, solange es regnet. Achso, ich war ein bisschen nervös, hier zu parken, weil es so das Nobelviertel ist von der Gegend hier. Hier gibt es so ziemlich teure Häuser. Warte mal, da sind sie. Mit einem eigenen Golfplatz und so. Und man sieht ja schon, dass es ein bisschen wohlhabendere Leute sind. Und ja, die mögen es oft nicht, wenn man da irgendwie auf dem Parkplatz steht mit dem Camper. Aber ist ja alles gut. Also das ist hier noch das Industriegebiet von dem Ort. Also nicht ganz so schön die Küste. Aber mir wurde versprochen, wenn ich da gleich um die Ecke gehe, dann fangen die schönen Strände an. Das werde ich jetzt mal gleich herausfinden. Falls der eine oder andere denkt, boah, sieht dieser Typ gerade übelst müde aus und übelst fertig. Ja, es war nicht die beste Nacht. Irgendwie, ich bin sehr spät angekommen um 1 und als ich dann geparkt bin und gerade ins Bett bin, hat ein Auto direkt neben mir geparkt. Und das war ein Pärchen und die haben halt echt lauthals gestritten bei offenem Fenster. Und das halt bis 3 Uhr morgens, also quasi 2 Stunden lang. Die hatten viel zu diskutieren, die beiden. Schade, dass ich nichts verstanden habe davon. Wobei, vielleicht auch besser so. Auf jeden Fall konnte ich da nicht so gut schlafen. In diesen Momenten vermisse ich ein Fahrrad. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir ein Fahrrad zu kaufen. Aber die Mission ist keine einfache, weil ich brauche ein ganz bestimmtes Fahrrad. Das muss nämlich unter das Bett in den Kofferraum passen. Das darf also nur eine gewisse Höhe haben. Ja, und das war auch wegen dem Coronavirus dann schwierig. Und in Spanien ist es auch nicht so einfach, sich dann zu verständigen und so. Ich wollte mir noch eigentlich kurz vor der Abreise eins kaufen. Ja, irgendwie habe ich kein Gebrauchtes gefunden, was passt. Und ein neues war irgendwie bei 500 € und dafür wollte ich irgendwie nicht so viel Geld ausgeben. Aber naja, wenn ich jetzt wiederkomme, werde ich wahrscheinlich dann doch ein neues holen für 500 €. Mal gucken. Aber ich habe gehört, durch den Coronavirus gibt es jetzt Engpässe in Sachen Fahrrad, weil die Leute irgendwie auf die Idee gekommen sind, ich habe jetzt keinen Bock mehr, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Deswegen gibt es jetzt wohl nicht mehr so viele Fahrräder und die Warteschlangen vor den Fahrradläden sind groß. Lass mich mal überraschen, vielleicht ist es mittlerweile abgeklungen. Die neue Saison fängt ja jetzt an. Da kommt bestimmt Nachschub mit neuen Fahrrädern. Okay, das Maskenlang zeigt sich von deiner besten Seite. Man sollte nicht immer auf den Wetterbericht vertrauen. Dieser Sturm sollte erst eine Stunde später kommen. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich habe noch eine Stunde, die ich zurücklaufen muss durch Gegenwind und Regen. Gott. Holy shit! Das ist der übelste Orkan!
Ja, nee, ist geil. Ist richtig geil. Bin ein bisschen nass. Ja, so eine Jeans wird ganz schön schwer, wenn die nass ist. Ah. Ah. Schön. Ich puste jetzt gleich ins Meer! In your face! Ah. Okay, hat sich ein bisschen beruhigt, aber ich bin jetzt eh nass. Jetzt ist euch egal. Scheiße, ich sehe gerade, was noch nicht so ist. Ich habe die Van ein bisschen aufgelassen. So ein Spalt, aber die wurde vom Wind aufgerissen, jetzt steht die komplett auf. Weil es ja heftig geregnet ist. Ich schätze mal, jetzt ist mein Bett nass. Ich hoffe, die Klappe ist noch heile und nicht abgerissen oder gebrochen. Okay, es ist alles trocken. Und die Klappe ist auch noch dran und heile. Okay, ein paar Tropfen sind reingekommen. Ja, mehr Glück als Verstand. Freut mich, schön. Ich krieg gerade vermehrt Anfragen über Instagram, wo ich so ein bisschen Werbung machen soll für Campingartikel, für Campervans und alles Mögliche. 200 Follower scheint wohl die magische Grenze zu sein, wo man dann angeschrieben wird von vielen Leuten. Die habe ich vor kurzem erreicht. Ich antworte da einfach gar nicht drauf oder ich schreibe ganz nett zurück, nee, sorry, ist nicht. Weil das ist nicht mein Ziel. Also ich werde nicht Werbung machen für irgendwelche Sachen, außer wenn sie mega geil sind. Dann werde ich das kurz erwähnen in meinen Videos. Oder wenn es sich um Naturschutz oder natürliche Sachen handelt, oder Events oder so, aber nicht, wenn es sich um Produkte handelt. Also wir brauchen nicht noch mehr Schrott auf dieser Welt und wenn jemand was braucht, dann kann er sich das selbst suchen. Ich werde dafür auf jeden Fall keine Werbung machen. Es ist auch nicht Ziel meiner Reise, mich dadurch zu finanzieren. Es ist auch nicht Ziel meiner Reise, mich durch meine Videos zu finanzieren. Was eigentlich Ziel meiner Reise ist, werde ich noch demnächst mal verraten. Ich plane gerade noch so ein Video, was in Vorbereitung ist, wo ich so ein bisschen meine Story erkläre und warum ich das mache. Und was ich so für die Zukunft plane. Und auf jeden Fall nicht Geld mit irgendwie Internetmarketing verdienen und Influencer sein. Das ist nicht das Ziel. Ich glaube, dass es für den einen oder anderen interessant sein kann, wie ich zu diesem Vanlife-Stil gekommen bin und so weiter. Vielleicht für einen selbst auch, wenn jemand das machen möchte. Insofern habe ich da große Motivation, dieses Video mal rauszubringen und das in die große, weite Welt zu bringen, als Ansporn auch für andere. Denn so kompliziert und schwer ist das nicht, so ein Vanlife zu führen und dahin zu kommen. Okay, ich werde gleich seekrank hier in meinem Van. Also man sieht es auf der Kamera natürlich nicht, aber wenn man hier so sitzt und das spürt, es wackelt übelst nach rechts und links und vorne und hinten. Und, die Tassen fallen hier schon um. Wahnsinn. Also irgendwie ist das hier ein komischer Parkplatz, wo ich bin. Also gegen Abend tauchen hier immer mysteriös viele Autos auf, ganz viele junge Leute. Und dann beschlagen ganz schnell die Scheiben. Bei allen. Und die stehen wirklich Auto an Auto. Ja, ich glaube, das sind so Teenager, die noch zu Hause bei den Eltern wohnen und mal ein bisschen rauskommen wollen. Sehr interessant. Das silberne Auto neben mir hier
Das ist schon so ein bisschen wie Titanic. So Scheibe beschlagen und schön so ein Handabdruck dran. Alles klar. Puh, ich dachte, ich gehe noch surfen die Tage und nutze die Zeit, wo ich hier bin. Aber das ist gerade kein Anfängergewässer. Es kommen 10 Fuß Wellen rein, das heißt über 3 Meter. Nee, lass mal. Also ab 6 Fuß oder ab 5 Fuß, finde ich, wird es schon, wenn man sein Board nicht richtig beherrscht, echt anstrengend und gefährlich. Insofern lasse ich das mal sein. Aber ich genieße auch das schöne Wetter heute und morgen und dann fahre ich so langsam mal durch Frankreich nach Hause. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. Relax your mind and let it unwind. No time for fights. Just open your eyes to see the light. Don't hesitate now. There's too much in front of you to take a hit now. Prepare for the worst, but prepare for the best. Cause only your mind holds the curse that you partner with it. I ain't tryna stop you from the love that guides you. I just wanna be the one to try you, mold you, make sure that you're on a good road. Little did you know, I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. Nachdem ich heute ein paar Dörfer erkundet habe und ein paar richtig schöne Straßen entlang gefahren bin, habe ich mir ein Plätzchen zu übernachten gesucht. Ich bin gar nicht mehr so weit von der französischen Grenze entfernt, vielleicht noch eine Stunde. Und ja, hier stehe ich. Bin hier durch so einen Dschungel gefahren, war mega hübsch. Da ist die Fat Lady. Und hier kommt das Meer. Da, 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 da. Kann sich sehen lassen, ne? I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. Got a pack in the back and a seat on my left. What you wanna do, baby? You the best. Coming from the east, not the west. Southside got it written on my chest. And you know this is real love. I just wanna be the one to guide you, mold you, make sure that you're on the right road. Little did you know, I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. Ja, ich habe mich jetzt auf den Rückweg gemacht. Bin jetzt schon eine Stunde gefahren, muss jetzt glaube ich noch eine Stunde bis zur französischen Grenze. Und ich habe eine Straße ohne Maut eingegeben und es ist wunderschön. Da sind ein paar enge Bergstraßen dabei, aber schaut euch das mal an. Und der ganze Norden ist wirklich wunderschön wild mit Bergen. Also die fahren alle Fahrrad, also Rennrad oder Mountainbike und gehen wandern. Das ist ein Naturparadies und wirklich schön und gar nicht mal so weit weg von Deutschland. Es sind nur 1500 Kilometer, also auch nicht viel weiter, als wenn man irgendwie nach Italien ans Mittelmeer fährt oder sonst was. Hat aber seinen ganz eigenen Charme hier. Tja, und wenn man bedenkt, dass ich eigentlich nur Spanien durchfahren wollte, um nach Portugal zu kommen, weil ich dort hauptsächlich mich aufhalten wollte für 2-3 Monate und surfen und so weiter, war Spanien schon ziemlich geil. Ne? Gezwungenermaßen war ich jetzt mehr als 3 Monate hier, wegen der Covid-19-Situation. Insofern habe ich das dem Coronavirus zu verdanken und ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe hier echt coole Erfahrungen gemacht, geile Erlebnisse und ich komme definitiv wieder. Und das Einzige, was meine Erfahrungen noch geiler gemacht hätte, wäre, wenn ich Spanisch gelernt hätte. Ich habe am Anfang angefangen mit Duolingo ein bisschen Spanisch zu lernen.
Aber ich habe es dann nicht durchgezogen, weil ich ja eigentlich nach Portugal wollte und dann bin ich irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Das ist schade, dass wenn man hier mit den Leuten ein bisschen kommunizieren kann und ein paar Schilder lesen kann, um ein paar Sehenswürdigkeiten zu sehen, dann macht das schon viel aus. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Wenn ich zurück in Deutschland bin, sind ein paar Reparaturen an der Fat Lady angesagt. Also nicht nur Reparaturen, sondern auch ein paar Modifikationen, die ich vorhabe am Solarsystem und so ein paar. Also die Liste ist groß. Werde ich dann auch alles aufnehmen und aufzeichnen. Und ich freue mich natürlich riesig, Freunde und Familie wieder zu sehen. Ich habe auch so eine Liste, wen ich alles besuchen will, wen ich alles sehen will. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Eigentlich will ich nur so 2-3 Wochen in Deutschland sein. Aber da ich noch gar keine konkrete Planung habe, wohin und wie ich weiterfahre, ist das sowieso nur hypothetisch. Ich bleibe, solange es sich gut anfühlt, solange es Spaß macht und werde das Beste mitnehmen. Und in Deutschland ist ja auch jetzt Sommer, was sehr, sehr schön ist. So, ich fahre jetzt noch weiter, ein paar schöne Bergstraßenkurven mit der Fat Lady und habe mir eine günstige Tankstelle noch ausgesucht vor der Grenze für knapp 90 Cent den Liter, weil in Frankreich ist schon wieder 1,35 € oder so. Wenn man 100 Liter tankt, dann ist das ein großer Unterschied. Aber leider reicht der Tank von der Fat Lady nicht, um ganz Frankreich zu durchqueren. Das heißt, ich komme nicht drum herum, einmal teuer zu tanken. Tja. Ist das nicht geil hier? Und die Luft? Mega. Echt mega.